Hi zusammen, ich bin Giana und nachdem ich euch ja bereits gezeigt habe, wie man ein Manga-Gesicht von vorne zeichnet, will ich euch heute auch noch zeigen, wie man eins von der Seite zeichnen kann. Also schnappt euch Stift und Papier und los geht's! Bevor wir mit dem Zeichnen anfangen, kurz ein paar wichtige Basics dazu, wie ein Gesicht überhaupt von der Seite aussieht. Dafür habe ich hier mal eins vorbereitet. Und ja, ich weiß, das ist nicht der Stil, für den ihr hierher gekommen seid, aber keine Sorge, wir fangen gleich richtig an. Hier also kurz eine kleine Übersicht mit Punkten, die ihr euch schon mal für später merken könnt. Die Augen befinden sich ungefähr in der Mitte des Kopfes. Ohransatz und Nase sind circa gleich groß. Die Ohren fangen ungefähr auf der Hälfte des Kopfes an. Der Mund befindet sich ungefähr in der Mitte zwischen Nase und Kinn, vielleicht ein bisschen weiter oben. Der Hals beginnt in der Mitte des Kinns. Weil im Manga-Stil aber häufig die Augen größer und Nase und Mund kleiner dargestellt werden, lässt sich dieses Schema nicht immer 1:1 übertragen, aber das sehen wir gleich noch. Fangen wir also endlich mit dem Zeichnen an. Wie auch schon bei der Vorderansicht beginnen wir wieder mit einem Kreis. Nehmt euch gerne ein Hilfsmittel wie einen Zirkel oder wie ich hier ein rundes Glas dazu, falls ihr damit noch Probleme habt. Jetzt ziehen wir 2 gerade Linien nach unten, einmal durch die Mitte des Kreises und einmal am äußeren Rand, an der Seite, wo das Gesicht später sein soll. Diese Linie ziehen wir etwas weiter nach unten und verbinden sie dann mit der anderen Linie. So haben wir schon mal ganz grob unsere Gesichtsform. Für den Hals können wir jetzt noch 2 weitere Linien ziehen, einmal in der Mitte des Kinns und einmal etwas rechts von der Mitte des Kreises. Die sollten leicht schräg sein, da der Hals sonst sehr angespannt wirkt. Als nächstes suchen wir die Mitte unseres Kopfes und ziehen uns da eine weitere Hilfslinie. Von da aus geben wir dem Gesicht jetzt etwas mehr Form, indem wir eine geschwungene Linie für die Nase ziehen, die wir dann mit dem Kinn verbinden. Passt auf, dass sie nicht zu weit vom Kopf absteht, Gesichter sind nämlich flacher, als man vielleicht erstmal denken mag. Diesen Teil arbeiten wir jetzt schon einmal weiter aus. Als erstes zeichnen wir die Nase ein, die ca. 1/4 des Bereiches ausmacht. Dann kommen die Lippen, die von der Seite etwas wie ein gedrehtes, langgezogenes W aussehen, was aber eher runde Ecken hat. Dann ziehen wir einen leichten Bogen für das Kinn, das dann auch mit einer leichten Rundung in den Hals übergeht. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier die Hilfslinie von vorhin als Anhaltspunkt dafür genommen, wo Lippen und Kinn ungefähr aufhören sollten. Je niedlicher und femininer das Gesicht wirken soll, desto flacher würde ich diesen Bereich halten. Für den Mund können wir jetzt einen leicht gebogenen Strich von der Mitte der Lippen aus ansetzen. Der kann die Außenseite des Gesichts berühren, aber das ist eurem Stil überlassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr außerdem noch ein Nasenloch andeuten. Weiter geht es mit dem Auge. Hier müsst ihr etwas aufpassen, denn während ein Auge von vorne so aussieht, hat es von der Seite eine eher dreieckige Form und die Iris ist eher ein längliches Oval. Denkt auch daran, dass das Auge nach außen hin gewölbt sein sollte, da es sich eigentlich um eine Kugel handelt, von der man aber nur einen kleinen Teil sehen kann. Hier weichen wir jetzt auch von dem realistischen Aufbau des Gesichts ab, indem wir das Auge etwas weiter unter der Mittellinie zeichnen und es größer machen. Je näher zusammen Augen, Mund und Nase sind, desto jünger und niedlicher wirkt ein Gesicht nämlich und ich finde das für diesen Stil hier ganz passend. Die Augenbraue zeichnen wir dann ungefähr da ein, wo die Kopfform eine Biegung nach hinten macht. Sie beginnt etwas weiter vorne als das Auge, folgt aber sonst ungefähr der gleichen Form. Um das Auge weiter auszuarbeiten, wird die obere Linie für die Wimpern etwas dicker gemacht. Außerdem deuten wir mit einem kleinen Bogen das Augenlid an. Die Pupille befindet sich hier dann logischerweise am äußeren Rand der Iris. Ich habe das Auge hier jetzt noch etwas schraffiert und einen Lichtreflex an den Rand gesetzt. Als nächstes ist das Ohr dran. Das befindet sich circa in der Mitte des Kopfes und ist außerdem leicht schräg. Ohrenzeichnen ist gar nicht so einfach, daher nehmt euch hier am besten eine Vorlage zur Hilfe, um die Form einigermaßen richtig anzudeuten. Für den Kiefer kommt dann unten an das Ohr noch ein kleiner Bogen, der in Richtung des Kinns zeigt. Bevor es jetzt mit den Haaren weitergeht, zeichnen wir noch kurz die Kopfform fertig.
Die folgt zwar weitestgehend dem Kreis vom Anfang, aber der Hinterkopf geht nicht ganz so weit nach unten. Außerdem habe ich hier noch das Schlüsselbein und die Schultern angedeutet. Zum Thema Haare zeichnen habe ich bereits 2 eigene Videos auf diesem Kanal hier, deshalb werde ich jetzt nicht ganz so sehr ins Detail gehen. Als erstes zeichne ich den Haaransatz ein und danach die grobe Form der Haare, einmal vorn für den Pony und einmal hinten für die restlichen Haare. Dann fange ich am Pony an, einzelne Strähnen einzuzeichnen, die der Kopfform folgen. Von der Seite ist es hier ganz gut, wenn eine Strähne die Form des Kopfes komplett verdeckt, damit man hier keine seltsamen Überschneidungen hat. Auch die restlichen Haare teile ich dann noch in einzelne Strähnen weiter auf. Wie gesagt, falls ihr zu dem Thema noch mehr wissen wollt, die Links gibt es in der Infobox. Zum Schluss habe ich jetzt noch die Linien, die von den Haaren verdeckt werden, wieder wegradiert und wenn ihr mögt, könnt ihr noch einige Bereiche etwas schattieren, wie zum Beispiel den Hals, das Innere vom Ohr oder die Haare. Jetzt will ich euch auch noch zeigen, wie man ein männliches Gesicht von der Seite zeichnet. Der Anfang ist dabei genau wie bei dem weiblichen auch. Erst einen Kreis zeichnen, den einmal halbieren und an der Seite einen etwas längeren Strich ziehen, der dann wieder mit dem Kreis verbunden wird. Der Hals sollte bei der männlichen Figur deutlich kräftiger sein, daher setzen wir die zweite Linie etwas weiter hinten am Kopf an. Auch hier suchen wir jetzt wieder die Mitte des Kopfes und fangen von da aus mit der Ausarbeitung des Gesichts an. Für einen etwas kantigeren Look könnt ihr die Linie für die Nase etwas länger und gerader ziehen. Insgesamt ist die Nase bei männlichen Figuren oft etwas länger und größer. Auch die Lippen und vor allem das Kinn werden bei dieser Version markanter gezeichnet. Für den Mund könnt ihr wieder einen leicht gebogenen Strich setzen. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist der Adamsapfel, der sich bei männlichen Figuren am Hals abzeichnet. Auch die Stirn zeichne ich bei männlichen Gesichtern etwas eckiger. Bei dem Auge halten wir uns dieses Mal ungefähr an die realistische Struktur und zeichnen es deutlich kleiner und in der Mitte des Kopfes. Je kleiner die Augen, desto erwachsener wird die Figur wirken. Auch die Augenbraue ist hier etwas näher am Auge, ungefähr da, wo die Stirn anfängt. Und ja, auch die ist etwas eckiger als bei der weiblichen Version. Für die Position des Ohres können wir uns dieses Mal auch gut an der Nase orientieren. Hier gibt es nicht so viele gravierende Unterschiede im Vergleich zum weiblichen Gesicht, tendenziell ist aber auch das Ohr etwas größer. Jetzt zeichnen wir noch wieder die Linie unter dem Ohr ein, die zum Kinn führt. Wie auch bei dem weiblichen Gesicht zeichnen wir jetzt noch die Kopfform fertig. Da unsere Figur dieses Mal kurze Haare haben wird, ist das hier auch gar nicht mal so unwichtig. Für die Haare selbst wenden wir dann wieder die gleiche Strategie wie eben auch an. Als erstes skizzieren wir grob den Umriss der Haare, der hier vor allem im hinteren Bereich der Kopfform folgt. Dann zeichnen wir vom Wirbel am Hinterkopf ausgehend einzelne Strähnen ein, die das Haar etwas wuscheliger aussehen lassen. Auch hier gilt, eine Strähne, die die Linie für die Stirn komplett überdeckt, hilft dabei, keine seltsamen Lücken zwischen der Stirn und den Haaren entstehen zu lassen. Zum Schluss habe ich auch hier noch einige Stellen schattiert und die Halsschlagader angedeutet, die vom Kiefer zum Schlüsselbein läuft und bei männlichen Figuren oft deutlicher sichtbar ist. Falls ihr eure Zeichnung auf Instagram hochladen solltet, dann taggt mich da doch sehr gerne drauf oder benutzt den Hashtag kreativ mit Chi. Ich finde es nämlich super spannend, auch mal eure Bilder zu sehen. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch hier gerne wieder Feedback dalassen, wie ihr dieses Video fandet und was für Themen ihr euch noch von mir wünschen würdet. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zeichnen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao!